Hallo Jens, grüß dich. Jo, hi. Hi. Du, ich habe eine Frage. Wir haben doch bei unseren Überspannungsableitern für die Stromversorgung diesen Funktionsstatus grün okay, rot defekt, muss getauscht werden. Genau. Bei den PTIQ-Ableitern für Messsteuerregelungstechnik haben wir zusätzlich den Gelbstatus. Ja. Was bedeutet das? Du musst dir vorstellen, wie bei einer Ampel. Das heißt, gelb zeigt dir an, gleich kommt rot. Aber wenn du das mal in Funktionen sehen willst, ich habe so ein Musterboard dafür. Oh, gerne. So, die PTIQ-Serie besteht ja aus verschiedenen Geräten. Einmal die mit dem grünen Etikett, das sind die Überspannungsschutzgeräte. Ja. Und die mit dem schwarzen Etikett, das sind die Versorgungs- und Fernmeldemodule. Das heißt, hier wird einmal 24 Volt angeschlossen und über so einen Tragschienenverbinder, der unter den Überspannungsschutzgeräten sitzt, wird die Hilfsenergie an die Überspannungsschutzgeräte übergeben und gleichzeitig der Status der Überspannungsschutzgeräte an das Fernmeldemodul übergeben, wo der angezeigt wird und hinten als Sammelstörmeldung das potentialfreier Kontakt zum Beispiel an die überlagerte Steuerung übergeben werden kann. Hier ist alles in Ordnung, alles grün. Ja. Wann wechselt ein Ableiter auf gelb? Ja, wenn er sehr viele Male gearbeitet hat, also er noch nicht kaputt ist, aber sozusagen vorgeschädigt ist. Und das könnte so aussehen. Ich habe hier mal so einen vorgeschädigten Ableiter. Das sieht dann so aus. Ich ziehe den mal raus. Ist schon rot? Genau, es ist jetzt rot, weil rot heißt ja nicht nur, dass der Ableiter defekt ist, sondern es heißt auch, der Schutz ist nicht mehr da. Und er ist ja nicht mehr gegeben, weil wir den Ableiter rausgezogen haben. So, jetzt stecken wir mal den vorgeschädigten Ableiter rein. Und dann siehst du, es wird einmal am Überspannungsschutzgerät selber angezeigt und natürlich auch an dem Fernmeldemodul. Also somit ist noch alles geschützt, alles in Ordnung. Genau. Grün ist okay, gelb müsste getauscht werden, ist vorgeschädigt. Was passiert, wenn der jetzt noch eine Überlastung abkriegt? Ja, also wenn zum Beispiel mal so eine Überspannung zu groß gewesen ist oder er sie zu häufig gesehen hat, dann kann er natürlich auch mal kaputt gehen, überlastet werden. Und das habe ich hier mal, können wir hier mal simulieren. Ich ziehe diesen auch mal raus. Stecken wir hier mal so einen mit Rotstatus rein. Und wie du siehst, wird jetzt auch beides angezeigt, einmal am Überspannungsschutzgerät selber und einmal an dem Fernmeldemodul. Und dieses Fernmeldemodul zeigt immer oder meldet auch immer den schlimmsten Status. Wir haben ja hier einmal gelb, einmal rot, aber der schlimmste Status ist natürlich rot und das wird entsprechend dann gemeldet. Muss getauscht werden. Jetzt habe ich grün in Ordnung, rot muss getauscht werden. Reicht das nicht aus? Wozu brauche ich noch gelb? Ja, es gibt ja Anlagen, die nicht bemannt sind, also wo nicht schnell mal einer hin kann, um so einen Ableiter im Defektfall zu tauschen. Also denkt man an Windkraftanlagen oder an Hochbehälter oder Tiefbrunnen in so einem Wasserwerk zum Beispiel. Und für die ist es natürlich enorm wichtig, dieser Gelbstatus. Also dass ich weiß, bevor so ein Ableiter ausfällt, bevor er rot anzeigt, dass ich ihn vorzeitig tauschen kann. Also reicht in den meisten Fällen grün und rot als Statusanzeige aus. Nur da, wo man erhöhte Anlagenverfügbarkeit erwartet, sollten Messsteuerregelungstechnik-Ableiter mit dem Gelbstatus Richtig, ausgestattet sein. ganz genau. Okay, ja gut. Vielen Dank. Ja, gerne.